Worum geht's denn eigentlich überhaupt? Nee, da sagen wir lieber nichts dazu. Nein, 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 nein. Ja, das ist. Also da bin ich unterschiedlicher Meinung. Also einmal jedem finde ich ist okay, Kann ich gar nicht auf als irgendwas Aber gut, Besonderes. Da habe Aber ich nichts dagegen. auch total in Ordnung. ein Vater und eine Mutter haben. Hallo, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Dirk Großheim. Ich wohne und lebe in Dortmund. Ich bin homosexuell, aber auch Mitglied der AfD. Und deshalb treffen wir uns heute und deshalb sprechen wir heute miteinander. Also ich bin Alicia, 20 Jahre alt. Mein Name ist Karl Hehl. Mein Name ist Beate Küpper. mein Name ist Klaus Jett. Mein Name ist Tar, ich bin 23 Jahre alt. Man weiß, dass Homosexuelle eine unglaubliche Kreativität haben. Aber sie haben als Negatives aber auch eine sehr kriminelle Energie. Und da weiß man nie, wie man mit solchen Menschen halt umgehen kann. Mag sein, so oder so, aber das sind so Erfahrungen, die man schon gesammelt hat. Ne? Ich habe von vornherein, nachdem ich in Funktion war, klar gesagt, dass ich homosexuell bin, auch meinen Parteifreunden. Die Reaktion war durchweg positiv. Und wenn ich in Funktion gewählt worden bin, scheint es ja auch für meine Parteifreunde kein Problem zu sein. Wenn ich denn dann meinen Job tue, und ich glaube, das mache ich, und das mache ich voller Inbrunst. Sagt ja nichts, das muss jeder selbst wissen. Ich meine, ich finde das nicht toll und wunderbar, aber es ist halt heute. Es ist ja alles so und es ist ja auch gut so. Ne? Wenn wir beispielsweise danach fragen, wie man es findet, ob eine Arbeitskollegin oder ein Arbeitskollege schwul oder lesbisch ist. Da sagen die Hälfte der Leute, sagt, ist mir egal, und nur ungefähr so 11% fänden das unangenehm. Das sieht aber schon anders aus, wenn man dann danach fragt, wie angenehm oder unangenehm wäre es, wenn die Kita-Betreuerin oder der Kita-Betreuer des eigenen Kindes schwul oder lesbisch wäre, dann finden das schon weniger Leute egal und auch mehr Leute unangenehm. Und noch unangenehmer fänden es und weniger egal, wenn die eigene Tochter oder der eigene Sohn schwul oder lesbisch ist. Ich finde Personen, die dasselbe Geschlecht haben wie man selbst, also jetzt in dem Fall meine Mutter, vielleicht finden die das dann noch so ein bisschen merkwürdiger. Anders, wenn jetzt mein Bruder schwul wäre, würde vielleicht mein Vater damit, sag ich jetzt mal, ein größeres Problem haben. Echt? So habe ich den Eindruck, ja. Ich hatte viel mehr Angst, meinem Vater zu sagen, als meiner Mutter. Weil ich da finde, da hat man mehr die Connection. Ich habe meinem Vater eigentlich nie gesagt. Also meine Mutter wusste es einfach irgendwann. Ja, ich habe es mir auch nicht gesagt. Sagen wir, mir persönlich wird es wahrscheinlich nichts ausmachen. Mir tut es für die Kinder etwas leid, weil die halt doch irgendwie wahrscheinlich schief angeguckt werden. Aber sonst muss man damit leben. Liebe fällt dahin, wo sie hinfällt. Das ist okay. Das stört mich überhaupt nicht. Wir haben in der Familie auch einen. Also mein Bruder hat Schwierigkeiten gehabt. Der ist älter als ich, der war Polizist und für ihn war es noch strafbar. Ich habe es auch lange Zeit halt verheimlicht und war aber nicht glücklich darüber, weil ich mit niemandem darüber reden konnte. Auch im Freundeskreis nicht. Es war halt sehr neu und ungewohnt und zu der damaligen Zeit war das Thema Homosexualität noch ein anderes als heute. Wir sind halt irgendwie anders erzogen und dergleichen, das hängt mit dem Glauben auch zusammen und also das mache ich schon. Aber wenn sie sich so irgendwie, es sieht natürlich blöd aus, wenn zwei Männer sich küssen, ja, und das sieht ein bisschen blöd aus. Wenn sie es daheim machen, dann können sie machen, was sie wollen. Das sieht man es nicht, aber so sieht es ein bisschen blöd aus. Ansonsten war es so, dass meine Großeltern so zweigeteilt sind eher. Meine Oma findet das okay. Also als ich das damals erzählt habe, das weiß ich noch ganz genau, das war an Nikolaus. Da haben wir die eingeladen und da wollte ich sie eben, das ihnen einfach erzählen, dass ich jetzt mit Alicia zusammen bin. Und als ich das dann gesagt habe, da hat mein Opa das gar nicht so, der hat darauf überhaupt keine Antwort gegeben, sondern hat dann einfach mit meinem Bruder weitergeredet und ich habe mich da sehr verletzt drüber gefühlt, habe dann auch geweint. Mein Opa hat das irgendwie, sag ich jetzt mal, einfach nicht wahrgenommen, ich weiß es nicht.
Ich habe solche Erfahrungen nicht gemacht. Ich denke aber, das wird wieder ein zunehmendes Problem. Ich bin oft und gerne in Berlin und wenn ich mit einem Partner oder einem Freund heutzutage durch den Görlitzer Park gehe, am Cottbusser Tor vorbeigehe und das Händchen halten tue oder am besten noch in den Volkspark Hasenheide gehe, werde ich ein Problem haben. Das ist aber ursächlich durch muslimische Mitbürger, die da ein größeres Problem haben als die Gesellschaft auch nur für sich. Muslime sind homophob, stimmt überhaupt nicht. Also wir haben ja schon gesagt, ihr Opa zum Beispiel, gerade die ganzen älteren Deutschen, die sind ja alle deutsch, das typisch Deutsche. Und die haben halt diese konservativen Ansichten. Das hat nichts damit zu tun, dass die von irgendwo hier eingereist sind und das jetzt hierher gebracht haben. Das ist eigentlich schon drin. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, dein Vater meint, es ist ein temporäres Problem. Und ich glaube, das ist halt in jedem Land irgendwie so, dass es die junge Generation wirklich besser aufnimmt. Da auch nicht zu 100%, aber auf jeden Fall besser als die Älteren. Und dass es einfach eine Generation noch braucht, bis es mal noch offener wird. Ist ja nicht schlimm, solange man nicht gestört wird, also solange man nicht angemacht wird, ist ja eigentlich okay. Also jeder darf ja seine sexuelle Lebensart leben, wie er will. Also die können machen, was sie wollen, aber ich finde es wieder natürlich. Wir können ganz klar sehen, dass Menschen, die über 65 sind, die stärksten Vorurteile haben. Gleichzeitig sehen wir aber nicht, dass sich das einfach auswächst. Also es ist nicht so, dass die jüngste Gruppe, die wir befragt haben, das sind so die 16- bis 25-Jährigen, die sind zwar weniger vorurteilig als die 65-Jährigen, aber die haben durchaus auch noch den einen oder anderen Vorbehalt und wir können eben nicht einfach daran glauben, dass das irgendwann mal sozusagen sich von alleine erübrigt hat, das Problem. Das bedeutet also auch für die Prävention, dass wir da dranbleiben müssen. Auf dem Schulhof ist es ein großes Problem. Beispielsweise Schimpfwort schwule Sau ist sehr weit verbreitet auf deutschen Schulhöfen immer noch. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man in den Bildungsplänen für die Schulen eben auch Homosexualität und Transsexualität verankert. Das wertefrei und zeitgemäß, modern über die Themenpalette homosexuelle Lebensweisen, Transsexualität, Transgeschlechtlichkeit, Geschlechtervielfalt, Familienvielfalt informiert und aufgeklärt wird. Ja, ich finde das jetzt nicht wirklich schlimm, weil die können ja nichts dafür, wenn, ich sag mal, ihr Herz für auch ein Mann steht, wenn er schwul ist oder auch eine Frau auf eine Frau steht, also kann ja nichts dafür. Natürlich in erster Linie Aufklärung, wie das bei uns auch war, aber es gibt auch ganz klar eine andere Möglichkeit, nämlich Zuzug begrenzen, die Grenzen zu schließen und diejenigen, die auffällig werden, in krimineller Hinsicht allgemeiner Art, aber auch in homophober Hinsicht, die müssen rückgeführt werden. Und da sind die Muslime im Moment prädestiniert. Denen wird unterschoben, besonders sexistisch zu sein, besonders traditionelle Rollenvorstellungen zu haben, besonders homophob zu sein, besonders antisemitisch zu sein. Und da muss man sich immer auch fragen, warum ist das eigentlich so ein wichtiges Thema? Und als Sozialpsychologin weiß ich, dass die Abwertung der anderen immer auch der Selbstaufwertung dient. Das heißt, es ist ganz praktisch, einer anderen Gruppe jetzt die Homophobie beispielsweise in diesem Fall zuzuschieben. Das verhindert nämlich, dass man kritische Fragen an die eigene Gruppe stellen muss. Als Pärchen im Schwimmbad hat man es ja oft, dass man sich so umarmt, das kennt ja jeder. Und dann habe ich halt die Blicke genau von diesen Leuten gesehen. Ich war halt so gerade so, ich habe halt auf der einen Seite so vorbeigeguckt und halt diese 3 Frauen gesehen und vor allem eine hat halt richtig angewidert geguckt und das war mir so unangenehm, dass ich gedacht habe, komm, wir müssen jetzt hier rausgehen. Ich kann mich hier einfach nicht entspannen. Das war halt echt blöd. Ja, das war doof, dass du es ausgerechnet noch gesehen hast. Ja, Ja, dir war es egal, du hast es nicht gesehen. Ich fand es eher amüsant. Ja, und in der Salzgrotte waren halt auch Leute, die geguckt haben, aber jetzt nicht so angewidert, aber man merkt halt immer die Blicke und gerade im Schwimmbad, finde ich, hat es mich irgendwie gestört, weil man ist so schutzlos, also ich weiß nicht, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt. Ich hatte bislang keine negativen Erfahrungen gemacht. Es war nur einmal ein Fall, wo ein bisschen zynisch gesprochen wurde und etwas gelästert wurde. Aber das ist im Rahmen, ich sage mal, von Kneipengesprächen, wenn
Männer zusammensitzen und schwule Witze reißen, gang und gäbe. Das hat keine großen Bedeutungen. Das spielt doch gar keine Rolle, Mensch. Wir sind doch alle Menschen. Also ich hätte da kein Problem damit. Aber es gibt Menschen, die damit Probleme haben, das weiß ich. Man sollte doch ein bisschen großzügiger sein. Ich glaube, dass es schon viele Menschen gibt, die damit noch nicht klarkommen, die vielleicht sagen, es ist okay, so zum Beispiel meine Oma, die für meinen Opa spricht und sagt, für ihn ist es okay, aber man sieht ja ganz deutlich, dass es eben nicht in Ordnung für ihn ist. Und ich denke, da gibt es eigentlich noch viele, die sagen, das ist eine Krankheit. Unter Videos, die wir zusammen gedreht haben, steht auch oft, geht euch vergraben oder nehmt eure Medikamente. Genau, lasst euch behandeln, nehmt die Medikamente. Und das ist ja noch ein ganz altes Denken, dass es eine Krankheit wäre. Und das ist es ja nicht. Und da kann man jetzt auch nichts behandeln. Und ich finde es eigentlich sehr schade, dass man sich einfach nicht einfach freuen kann, dass sich zwei Menschen gefunden haben, die sich lieben. Ich meine, das Geschlecht spielt ja dann letzten Endes keine Rolle.